Hallo und herzlich willkommen zurück zu Steelrising. So, wir haben hier 3 Quests. Für den Panzerschrank brauche ich aber, glaube ich, erst das Vitriol, oder? Und dann die Werkstatt. Ah ja, kriegen wir schon hin. Wir rennen wieder durch. Lohnt sich ja nicht, die ganzen Gegner hier zu bekämpfen. Ist da ein Shortcut drüber? Servus. Hoppala. So, da drin waren bloß die Hunde, ne? Ach komm. Manchmal will sie mich halt echt nur ärgern. Ah ja. Lady Macbeth Becher. Bismutblock, sehr gut. Kutschenmarke. Wofür sind denn die Kutschenmarken? Ich guck mal kurz ins Inventar. Sind das Aufgabengegenstände? Nein. Realien auch nicht. Das heißt, es muss irgendwas hier sein. Ach, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Rückreisepunkt oder sowas. Also es ist eine Art Heimkehrknochen, oder? Heimatknochen? Wie heißen die? In Dark Souls? Okay, jetzt kann ich daraus jedes Vitriol geben. Dann ist die Quest erledigt, denke ich. Das heißt, ich muss jetzt in diese Werkstatt. Wofür war die nochmal? Hey, irgendwas ist noch nicht abgehakt. Achso, Quatsch, das ist natürlich jetzt hier das Vitriol. Gut. Nebenaufgaben. War das hier? Na egal. Wir gehen da einfach hin. Die Frage, wie ich da hinkomme. Geh mal. Ja, macht das Sinn? Doch. Geh über den Bossraum. Voila. War jetzt wieder eine Kamikaze-Aktion darunter zu hüpfen. Gar nicht so clever. So, da komme ich doch bestimmt von hier aus irgendwie hin. Ja. So. Ah ja, so fügt sich eins ins andere, weil hier war ich ja bei meinem letzten Besuch in beim Lupe. Ich weiß nicht, dieses Tuileries-Dings ist irgendwie ätzend auszusprechen. So, jetzt muss ich da drüben hoch, okay. Ah. Da war jeder Hochgang. Oh, das war knapp. El Knabido, wie man so sagt.
notebook appears to be very old. Okay, nur ein Gelehrter, der sich gut mit alten Sprachen auskennt, wird dieses Dokument übersetzen können. Okay, zu Abbé Grégoire. Okay, 2 Bismut. Monsieur kommt. Ich bedauere die unvorhergesehene Schwierigkeit, über die Sie mich informiert haben. Wenn wir ihr nicht bald ein Ende bereiten, könnte der reibungslose Ablauf unserer Vorhaben gefährdet sein. Falls die Tänzerin, wie Sie behaupten, Saint-Claude in Richtung Paris verlassen hat und falls ihr unsere Maschine mit der von Ihnen beschriebenen Leichtigkeit angreift, verlange ich von Ihnen so schnell wie möglich herauszufinden, welche Störung es ihr ermöglicht, die ihr erteilten Befehle zu missachten und warum sie sich gegen uns gewandt hat. Bemühen Sie sich, nicht mein Vertrauen zu verlieren. Louis. Balsamo. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. Ah. Ich, Louis, durch die Gnade Gottes König von Frankreich und Navarra, gestatte Monsieur Giuseppe Balsamo, alias Joseph Balsamo, geboren in Palermo am 2. Juni des Jahres 1743, den Namen und den Titel Alexandre, Comte de Cagliostro, mit allen Rechten und unter allen Umständen zu führen. Aber dann ist doch Cagliostro eigentlich der Deckname. Ja, was haben wir hier noch? Ich, Victor de Riquetti, Marquis de Mirabeau, fordere Sie auf, sich mit dem Intendant de Police de Stadt Grasset in Verbindung zu setzen, um meine Tochter Louise, Marquis de Capri, in den Konvent in der Rue Tracastel bringen zu lassen. Er soll sie der Sorge der Visitantinnen anvertrauen, die sicherstellen werden, dass sie den Rest ihrer Tage mit Gebet und Kontemplation verbringt. Oh Gott. So Gott will, mag es der armen Frau zu diesem Preis möglich sein, den Makel auf ihrer Seele fortzuwaschen. Er trägt die Aufschrift zu Händen des Leutnant General de Police. Ich habe nur mal wieder vergessen, mein Zeittracking anzuschalten. Ich weiß immer gern, wie lange ich für irgendwelche Sachen gebraucht habe. Ist es nicht Vaucansons Tochter? Wie ist die? Athenais? Athenais. Also wie Athena, bloß mit Is noch. Und die hat was mit uns zu tun, oder wie? You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. Die ist doch bestimmt ganz kalt. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Monsieur kommt. Ich bin mir über Ihre wahren Absichten immer noch nicht im Klaren. Wir wissen beide, welche Streitigkeit zu meiner Flucht geführt hat. Trotz der Entfernung, die uns nun trennt, verfolgen mich meine Erlebnisse weiterhin. Und Sie wollen jetzt meine Hilfe, um meine Kunst der Suggestion zu perfektionieren? Sie glauben, dass ich Ihnen, obwohl ich weiß, dass Sie zum Schlimmsten fähig sind, die Mittel überlasse, einen Unschuldigen seines freien Willens zu berauben und zu einem gehorsamen Diener zu machen? Das überzeugt mich nur, Monsieur, dass Sie jeden gesunden Menschenverstand verloren haben. Okidoki.
So. Also hier habe ich alles. Da noch mal reingucken. Das war auch nichts. Dann schauen wir noch mal nach da. Moment. Ah ja, das ist so eine Schlafkammer. Ah ja, Shortcut. Und dann, ah, hier auch. Drüben ist noch einer. Die hellsten sind es ja nicht. So, wo bin ich hier denn jetzt gelandet? So, jetzt habe ich hier theoretisch noch diesen Panzerschrank, aber den kann ich ja erst mit dem Vitriol aufmachen, oder? Habe ich doch jetzt richtig in Erinnerung. Aber ich muss ja eh in die Richtung, insofern ist egal. Grüß Gott. Oh, das Item. Das war's schon, oder was? Wow. Ach komm. Ah ja, wo bin ich jetzt hier wieder? Bei einem Wuppi. So, wo ist dieser Weg? Ah ja, jetzt bin ich hier wieder vorm Lupe. Ach, das ist sogar hier drin, okay. Und zwar noch ein Nebenraum. Hä? Aber wie komme ich denn da hin? So auf jeden Fall nicht. Ah, da drüben ist noch ein Eingang. Ach komm, ich pfeife mal noch für Ölburett rein. Man gönnt sich ja sonst nix. Ah ja, hier. Wow. Ah, okay.
geht's weiter hier. Ach, komm. So. Jetzt Labyrinth hier wieder. Ah, was haben wir hier? The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. There's something engraved on it. H.G. Riquetti. Comte de Mirabeau. Whoever broke into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. So. Den Comte de Mirabeau zur Rede stellen. Aua, aua, aua. Aua! War jetzt aber nicht nett. So, wie komme ich jetzt zum Mirabeau? Und war es ja doch gut, dass ich das jetzt noch gemacht habe. Ich dachte, ich kann den nicht aufmachen, solange ich nicht die Schwefel habe. Also das Vitriol. Aber da habe ich mich ja ganz offensichtlich geirrt. Ah, wie komme ich denn jetzt wieder raus, ey? Diese scheiß Labyrinth-Kacke. So, hier ist Dickerchen gewesen, genau. Der Mirabeau hat dann wahrscheinlich auch die Informationen zu diesem, wie hieß der, François Antoine? Ja, oh, das war Glück. Wie ich halt einfach nur das Level durchrenne die ganze Zeit, Mann. Ah. Habe ich das übersehen beim letzten Mal oder gab es diese Tür noch nicht? Fragmente verbrannter Briefe. Nur wenige Zeilen wurden nicht von den Flammen verzehrt. Wie es eurer Majestät beliebt, Vertreter des dritten Standes, deren Wut vermerkt werden sollte, euer Trauer, verschwiegene Diener. I have just come from the Tuileries. The Armoire de Fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. You appear to have burnt these papers in a hurry. I'm eager to hear your explanation. It's nothing at all, I assure you.
Frivolous letters that were cluttering my desk. I find your defense unconvincing. Why won't you tell me the truth? You don't understand. This is a matter of the utmost importance that I cannot discuss with a creature such as yourself. I am an automat, monsieur. This is true. But I serve the Queen. And my only aim is to put a stop to the crimes that have befallen the kingdom. Well, know that you're not alone in serving the Queen. What was in those letters you threw into the fire? My private correspondence with the king. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. Die Königin. You claim to be a friend of the Queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these reforms. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Hat er nicht gerade noch gesagt, dass die geklaut wurde? Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Please, give it to the queen. She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. An Abbé Edgeworth de Firmont. Vater, Sie nahmen mir die Beichte ab, Sie hörten mir immer zu und verstanden mich. Sie unterstützten mich an dem schrecklichen Tag, als Gott selbst mich verließ, und heute muss ich Ihnen das schlimmste aller Verbrechen gestehen. Ich gestehe, dass ich meinen Sohn getötet habe. Ich befahl die Verabreichung des Gifts, das ihn tötete. Im Glauben, ich würde aus schwärzester Magie ein Wunder wirken und dem Kind, das die Ärzte für verloren hielten, einen prächtigen Körper schenken, beschmutzte ich die Seele meines geliebten Sohnes. Nun ist sein unschuldiger Geist in einen grässlichen Metallkäfig gesperrt. Ich habe meinen Sohn in eine verfluchte Kreatur verwandelt, halb Mensch und halb Maschine, und er versucht, die Mauern des Gefängnisses einzureißen, indem wir ihn zu halten hofften. Sein einziger Wunsch war es, zu lachen und die Schönheit der Welt in sich aufzunehmen, doch ich habe ihn dem Entsetzen, dem Wahnsinn und der äußersten Form von Einsamkeit überlassen. Ich will nur eines, Monsieur le Abbé. Geben Sie mir meinen Glauben zurück, Ihr König befiehlt es Ihnen. Nach dem Nichts der Philosophen verlangt es mich nicht. Gott, es geht immer noch weiter. Ich will die Ewigkeit damit verbringen, für mein unaussprechliches Verbrechen zu büßen. Ich will ein himmlisches Gericht, um mich dort vor meinem Schöpfer zu verantworten. Mann. Das ist vielleicht ätzend. Vater, ich will, dass meine Seele ewig besteht, damit sie für alle Zeiten in der Hölle brennen kann. Louis. Ach, Kacke. Ach, dafür kriegt man dann auch Essenz, verstehe. Okay, das heißt, hier sind wir auch fertig. Dann können wir wieder zurück. Hui. So, wo kam ich jetzt? Von hier wahrscheinlich, oder? Ist hier noch?
Wo kam ich von hier? Ah ne, von hier kam ich. Das war jetzt gar nicht mal so richtig. Hui. Moment, wieso habe ich so viel Schaden? Servus. So, hier waren die Hunde. Da ist das Louvre. Ja, ja. Amüsiert euch. Kinderlein. Muss nur irgendwie hier nach rechts. So, da oben. Ja, da ist ein Haken. Sehr gut. Hui. Oh, Moment. Da noch ein Item. Ah, weil er wieder nicht gerannt ist. Blöder Wichser. Wichserin, sorry. Es ist so ätzend. Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht mal, wie man manuell den G-Modus einschaltet. Aber es passiert mir trotzdem die ganze Zeit unabsichtlich. So, Korrespondenz. Das Vitriol, okay. Das Vitriol, das Sie mir geschickt haben, reicht aus, um mindestens eine der Laternen zu zerstören. Ach, dafür war das Vitriol, ja. Monsieur de Robespierre, das ist ja gar nicht der Sprengstoff, das war ja bloß das, die Säure. Monsieur de Robespierre sprach jedoch etwas Wichtiges an. Niemand von uns Sterblichen kann sich diesen verfluchten Vestalinnen nähern, ohne dabei umzukommen. Monsieur de Lafayette erwähnte Pierre Choderlos de Laclos, ein Hauptmann der Artillerie und Militäringenieur, der eine revolutionäre Kanonenkugel entwickelt hat. Das Projektil wird intakt aus der Kanone abgefeuert und verteilt seinen Inhalt erst beim Auftreffen auf das Ziel. Wir müssen diesen Ingenieur finden und ihn überzeugen, das Geheimnis seiner Erfindung mit uns zu teilen. Er dient dem Duc de Orléans und niemand weiß, wo sich derzeit verbirgt. Halten Sie Ausschau nach ihm. Die Hilfe dieses Mannes könnte ein entscheidender Vorteil für uns sein. Okay. So, wie sieht es denn jetzt aus? Da ist Hauptquest und da kann ich nochmal zum Quartier. Das heißt, da gehen wir jetzt nochmal hin. So. Da hoch muss ich. Ja, und dann sieht es aus, als könnten wir endlich die Hauptstory weitermachen. Da habe ich lange Zeit wirklich nur die Nebenquests gemacht. So. Hier ruckelt es gerade ein bisschen. So, ich gebe jetzt erstmal dem Robespierre die Anleihen. Nee, falscher Robespierre. Sehen ja doch alle gleich aus, das ist furchtbar. So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He's holed up. I have recovered Minister Necker's bonds. Do you intend to entrust them to me? Yes. I have chosen to place this fortune in your hands. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. To give the people their freedom. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers, who would lead the rebellion in the name of the people, because all they truly want is to become tyrants in turn. As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? no. We didn't talk about it. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to failure. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's currently in hiding in the quarries of Montmartre. But please do not breathe a word of this to the Marquis de Lafayette. Those two are at daggers drawn. It would certainly end in a bloodbath. Okay, aber da muss ich ja dann eh Goodbye, hin. Monsieur de Robespierre. Das ist schön, dass sich das immer alles dann irgendwie ein bisschen ergibt. Gut, so groß ist die Welt natürlich auch nicht.
So, jetzt kann ich mit dir Monsieur noch... de Mirabeau, Ja, perfekt. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the Ah. owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Oh, habe ich schon gehört. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain. A tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Okidoki. Das bei der Quest komme ich dann jetzt auch weiter. Tulle. Monsieur Bailly. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement.
Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. You monster! What did you do to her? Hielt er die gerade? Oder ist er... Ah, nee, bloß betäubt, oder? Ach, die ist auch in der Kammer, okay. Kann ich die befreien? Ich mag dieses Titelthema sehr gern. Good God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenais de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Aber wenn ich die Seele rauslasse, dann bin ich doch wieder tot, oder? Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Mein lieber Baillet, ich schreibe dir heimlich und in großer Eile. Möge Gott den mechanischen Boten schützen, den ich mit diesem Brief zu dir schicke. Sie haben mich gefangen genommen und sich nicht bemüht zu verbergen, was mir bevorsteht. Ich werde in die Bastille geschickt, wo sie mich zwingen wollen, meine letzten Geheimnisse preiszugeben. Zum Glück konnte Athenais entkommen, doch sie werden sicherlich Jagd auf sie machen. Eile ihr zu Hilfe, wenn du kannst. Sollte sie ihnen in die Hände fallen, werden sie als Druckmittel einsetzen. Sei doch versichert, dass sie nichts mehr aus mir herauskriegen werden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Adieu, dein Freund Eugene. So, dann haben wir hier noch den Abt. Can I help you, Aegis? Die Echos. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every word that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wished to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed.
Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Eieieiei. Jetzt soll ich noch meinen Körper verlassen? Ah, heute fühlt es sich wieder sehr ruckelig an. So, du bist der Bailly, genau. Monsieur Bailly, do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter... Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Okay.
dürfte ich hier alles haben. Ja. Jetzt bin ich doch gewillt, eigentlich die Nebenquests weiterzumachen. Weil man weiß ja nie, wann jetzt dieser Point of No Return kommt, wo man dann nur noch Hauptquest machen kann. Mal kurz gucken, wie viel kostet jetzt das Waffenupgrade? 7,5. Kann ich natürlich jetzt jederzeit machen. Ah, es ist aber alles hier, wie es aussieht. Nee. Hey, hatte ich nicht noch mehr? Ah, jetzt bin ich verwirrt. Ja komm, dann machen wir das noch schnell in der Folge und dann nächste vielleicht wirklich die Story. Aber ich hatte doch noch eine Quest, wo ich hierher musste, oder? Also hier warte ich gerade auf die Königin. Da muss ich zu dem Hund Mart. Das ist jetzt die Kanalisation. Aber wo ist die Bastille? Ups. Achso, da muss ich den Typ erst finden. Ja, okay. Ah, von Athenais habe ich 5 von 7. Das ist ja dann auch bald erledigt vielleicht. So, dann haben wir Inventar noch irgendwas Neues. Okay. Und wir haben noch 1000 Schnitteklauen gefunden. Okay, ich muss jetzt nach dort. Ah ja. Das ist ja easy. Muss bloß den richtigen Eingang zur Kanalisation wahrscheinlich finden. Ich kill den mal hier, weil ich ja den... Ja, fuck. Ja. Aua! Ah! Weil ich jetzt gedrückt habe, während ich, also weil ich eingesammelt habe, während ich noch im Cooldown war. Und das halt als, ja, Dings gezählt hat. Naja. Halb so wild. Trompetenfuzzi. So. Achso, da muss ich ja jetzt von da oben hin. Scheint der zweite Strand zu sein. Hui. Aua. So. Alter! The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance.
So, Dolle. Ah, da. Das sind die Plünderer, würde ich sagen. Kutschenmarke. Hideous blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Okay, die kann ich schicken. Monsieur Bailly will be delighted. Ah! Das ist schon der richtige Weg. So, da geht's hoch. Was? Der hat mich erwischt? Das ist doch Betrug. Da unten könnte ich theoretisch auch nochmal schauen, aber... Ah, jetzt kann ich meine Waffe upgraden. Ha! Hat sich das ja total gelohnt. Stufe 5. Oh, Maximalwert schon. Dann kann ich ja Just for Fun noch ein paar andere Waffen vielleicht upgraden. Ups. Das wollte ich. Ein unerfreuliches Ende, sagst du. Eine derart harte Strafe hatten die armen Teufel sicher nicht verdient. Was hätten sie nur mit diesen Dokumenten anfangen wollen? Gott sei Dank konnten Monsieur Lavoisier und ich ihnen wertvolle Informationen entnehmen. Wir haben den simplen Schaltuhrmechanismus ausfindig gemacht, mit dem Monsieur de Vaucanson die Dauer von Ludias Tänzen im Voraus festlegte. Wir sind sicher, dass dieses Gerät noch an Ort und Stelle ist. Würden wir es umkehren, könnten wir eine Phase der Untätigkeit festlegen, während der dein Geist von deinem mechanischen Körper getrennt wäre. Damit du sie ohne unsere Hilfe auslösen könntest, müssten wir allerdings einen Umbau an dir vornehmen und einen Stift einfügen, den du im richtigen Augenblick entfernen würdest. Bitte kehre so bald wie möglich zum Konvent de Cordelier zurück. Ja, aber wer aktiviert mich dann wieder? Okay, dann gehen wir jetzt da nochmal hin. Was sagt die Uhr? Ja, haben noch Zeit. Dann lasse ich diesen Umbau machen. Und dann machen wir nächste Folge, aber jetzt wirklich Story weiter. Endlich mal. Immer wieder gegen einen Boss kämpfen, mal ein bisschen Anspruch. In der letzten Folge bin ich ja fast nur durch die Gegend gerannt. Waren jetzt 3 Folgen, glaube ich, wo ich nur Nebenquests gemacht habe, oder? Also diese hier eingeschlossen. Oh, Moment. Okay. War da nicht gerade? Oder war das Speichersymbol? Also hier ruckelt es irgendwie extrem. Monsieur Bailly. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these 2 plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her.
All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the Quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Ah, okay. Our prayers are with you, my child. Das ist der zweite Schlüssel, den ich letztes Mal nicht hatte. Gut, das machen wir dann nächstes Mal erst noch und dann geht's wirklich in die Hauptstory. Gar nicht wissen, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Ja, jetzt läuft es wieder flüssig. Das ist bloß in der Nähe von dem Konvent. Von der Kirche da. So, dann reisen wir da jetzt noch hin. Das ist wieder hier, okay. Ja, Leute, dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Steelrising wieder, wo wir in die Zwischenwelt abtauchen und dann nach, wie heißt das, Mortemat gehen? Mortemat? Naja, ins nächste Storygebiet. Also dann, ciao und bis zum nächsten Mal.